Herzlich willkommen zu diesem Tutorial mit dem Thema MAWP versus Design Pressure unter Sektion 8 Division 1. Mein Name ist Nevresa Fronat. Das Ziel dieses Tutorials ist, die Begriffe MAWP und Design Pressure zu erklären, sowie ihre Eigenschaften, ihre Unterschiede und ihr gegenseitiges Verhältnis. Fangen wir mit dem MAWP an. Seine Codedefinition finden Sie im Appendix 3.2. Gemäß dieser Definition ist der MAWP der maximal erlaubte Überdruck bei der entsprechenden Berechnungstemperatur an der höchsten Stelle im Behälter in seiner normalen Betriebslage. Dieser Druck wird mit den Coderegeln gerechnet. Alle Zusatzlasten, zum Beispiel die hydrostatische Säule, sollen berücksichtigt werden. Der MAWP ist die Basis für die Einstellung der Sicherheitsventile. Und den letzten Satz lassen wir erstmal weg. Wir kommen nochmal auf ihn zurück. Die Definition von Design Pressure finden Sie auch im Appendix 3.2. Danach ist der Design Pressure bzw. Berechnungsdruck die Basis zur Ermittlung der erforderlichen Wandstärke einer Komponente, wobei die hydrostatische Säule berücksichtigt wird, falls vorhanden. Die Formel zur Ermittlung dieser Wandstärken finden Sie im Code. Ein Beispiel dafür ist die Formel für die Wanddicke zylindrischer Teile gemäß UG 27. Die Codebegriffe dazu sind minimale Dicke für die Formel links und MAWP eines zylindrischen Teils für die Formel rechts. Hier erfahren wir, dass der Code den Begriff MAWP auch in Verbindung mit einem drucktragenden Teil nutzt. Eine zweite Definition des Design Pressures finden Sie in UG 21. Danach entspricht der Design Pressure der ungünstigsten Kombination für alle auftretenden Drucke und Temperaturen, die rechnerisch die größte erforderliche Wanddicke ergibt. Hier wird auch der Design Pressure teilbezogen erwähnt. Die Note 11 empfiehlt bei der Bestimmung des Design Pressures eine angemessene Druckerhöhung über den Betriebsdruck hinaus, um eventuelle Druckschwankungen oder Druckstöße zu kompensieren. Der Design Pressure wird nicht nur in Bezug auf ein drucktragendes Teil benutzt, wie bisher erwähnt, sondern auch in Bezug auf den ganzen Behälter. Der Design Pressure des Behälters ist sogenannter Industry Term oder branchenspezifischer Begriff und als solcher wird er nirgendwo im Code definiert. Sie werden aber viele Paragraphen im Code finden, wo der Design Pressure in Bezug auf den ganzen Behälter verwendet wird, zum Beispiel gleich am Anfang in Scope. Dieser Druck dient als Basis zur Ermittlung des MAWPs des Behälters und ist immer bezogen auf die höchste Stelle des Behälters. Wie gehen wir vor, wenn wir den MAWP bestimmen sollen? Dazu ein Beispiel. Ihr Kunde bestellt bei Ihnen einen Behälter mit einem Design Pressure von 10 bar. Sie sollen den MAWP ermitteln. Sie bestimmen die Berechnungsdrücke der jeweiligen Komponenten. Mit den Codeformeln errechnen Sie die erforderlichen Wandstärke der Komponenten und wählen die entsprechenden Einsatzwandstärken. Danach ermitteln Sie mit den Codeformeln den maximal zulässigen Druck bzw. den MAWP jeder einzelnen Komponente. Wenn Sie die MAWPs der einzelnen Komponenten ermittelt haben, rechnen Sie sie zurück auf die höchste Stelle des Behälters. Der kleinste von allen so errechneten Drucken ist der MAWP des Behälters. Der Design Pressure des Behälters ist 10 bar, der MAWP ist 10,97 bar. Ihr Kunde freut sich, er hat einen Behälter für 10 bar bestellt, bekommt aber einen für 10,97 bar. Kommen wir wieder zurück auf die Definition des MAWPs, auf den letzten Satz in diesem Paragraph. Dieser Satz besagt, dass Sie immer den Design Pressure und den MAWP gleichsetzen können, wenn die Berechnung zur Ermittlung des MAWPs nicht gemacht werden soll. In diesem Fall ist der MAWP gleich dem Design Pressure. Das heißt, zur Druckbehälterauslegung gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, wenn der MAWP gleich dem Design Pressure ist und einmal, wenn der Design Pressure Ihnen gegeben wird
und Sie den MAWP berechnen. Welchen Weg Sie nehmen werden, hängt von Ihrem Kunden bzw. dem Behälterbetreiber ab. Stellen Sie sich aber darauf ein, dass beim zweiten Weg deutlich mehr Berechnungsaufwand auf Sie zukommt. Zusammengefasst: Es gibt den Design Pressure des Behälters und den Design Pressure der Komponente. Der Design Pressure der Komponente ist immer größer oder gleich dem Design Pressure des Behälters. Es gibt einen MAWP des Behälters. Dies ist der maximal zulässige Betriebsdruck eines Behälters. Er findet sich später auf dem Behälterschild wieder. Es gibt einen MAWP eines drucktragenden Teils. Dies ist der maximal zulässige Druck der einzelnen Komponente und nicht der MAWP des kompletten Behälters. MAWP des Behälters und MAWP der Komponente sind nicht zu verwechseln. Der MAWP des Behälters ist immer kleiner oder gleich dem MAWP der einzelnen Komponenten. Der MAWP des Behälters ist immer größer oder gleich dem Design Pressure des Behälters, wenn er berechnet wird. Wenn er aber dem Design Pressure des Behälters gleichgesetzt wird, ist er kleiner oder gleich dem Design Pressure der einzelnen Komponenten. Wir hoffen, dass die Verwendung, die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten zwischen dem Design Pressure und dem MAWP jetzt klarer und deutlicher geworden sind. Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Entweder über unsere Internetseite, telefonisch oder stellen Sie bitte Ihre Frage in unserem Forum. Vielen Dank.